Hi, hier ist Bonita von Königsklasse und ich bin heute hier mit Christian Hiering. Hi, Hallo, freut mich. schön, dass du heute hier bei uns bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin der Christian, ich bin 29 Jahre alt und ich bin bei der Firma City Companion, bin der Geschäftsführer. Das ist die Firma von meinen Eltern. Und wir machen Events, Firmen-Events und internationale Gästebetreuung. Wie sind deine Eltern auf die Firma gekommen? Die hat meine Mutter vor 28 Jahren circa mit einer Freundin gegründet und es war eigentlich anfangs mehr so eine Begleitungsfirma für Firmengäste oder Unternehmer und dann wurde immer mehr nach zusätzlichen Programmen oder halt Veranstaltungsprogrammen gefragt und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und dann ist aber die Freundin von meiner Mutter irgendwann ausgeschieden, nach 2, 3 Jahren oder sowas. Und dann hat sie es alleine weitergeführt, bis dann mein Vater 2008 mit eingestiegen ist und ich bin vor 2,5 Jahren mit eingestiegen. Also du bist ganz frisch dabei eigentlich, gar nicht Genau, von ja. Anfang an. Das auch ein bisschen durch Zufall, sage ich mal. Durch Zufall, wie kam das? Ich bin eigentlich gelernter Elektroniker und hat dann in der Pandemie aber nicht mehr da weiterarbeiten wollen in dem Feld und wollte mir einfach was Neues suchen und habe dann bei meiner Firma gekündigt und habe dann, bevor ich nur daheim rumsitze und nichts mache, gesagt, ich arbeite übergangsweise bei euch mit und suche mir nebenher was Neues und habe dabei dann aber festgestellt beim Mitarbeiten, dass es doch sehr viel Spaß macht auch und auch mir einfach sehr viel gibt und ich auch sehr viel einfach bei diesem Job finde, was mir Spaß macht. Wie war da so der Change? Weil du hast ja davor was ganz anderes gemacht, also bist quasi ein Quereinsteiger. Ja, es war eine ziemliche Umstellung für mich. Ich habe dann auch, nachdem dann die Entscheidung gefallen ist, dass ich dabei bleibe und fest in die Firma mit einsteige und sie jetzt auch übernehmen und weiterführen möchte, 'n IHK-Kurs zum Eventmanager gemacht und da viel gelernt auch und es war aber schon einfach ein kompletter Change aus einem handwerklichen Bereich in, sage ich mal, einen Bürojob zu gehen, was aber gar nicht so viel Büro ist, weil man auch sehr viel unterwegs ist, um halt Sachen kennenzulernen, up to date zu bleiben, Locations besichtigen, sich mit Künstlern treffen, austauschen, netzwerken. Und da kommt man dann viel rum und man lernt viel Neues kennen. Und was ich auch sehr mag an diesem Beruf ist, man kann sehr kreativ werden, weil die Konzepte, die man letzten Endes macht, das ist deine Kreativität, die du dann verkaufst am Ende. Das mag ich sehr gerne an diesem Beruf. Also gar nicht so ein Bürojob, wie man vielleicht annehmen mag. Genau, man sitzt zwar schon viel im Büro, aber man kommt auch viel raus. Dann beschreib doch mal, wie so dein Alltag aussieht. Wie gehst du da so rein? Ja, ich stehe morgens auf, und dann gehe ich meistens erst mal 'ne Runde mit meinem Hund spazieren, um auch ein bisschen einfach aufzuwachen, Kopf frei zu kriegen und mit 'm freien Kopf in den Tag zu starten. Wird gefrühstückt und dann geht's ins Büro und dann wird erst mal geschaut, was an dem Tag ansteht, Mails gecheckt, Mails geschrieben und dann macht man halt sein Tagesgeschäft, was jeden Tag immer unterschiedlich ist, weil es immer ganz nach Auftragslage, Stand der Aufträge ist und auch Akquise manchmal dabei. Ist ja auch ein sehr extrovertierter Job, oder? Würdest du dich Ja, da so als Menschenfreund bezeichnen, dass du sagst, du magst es gerne, auf Leute zuzugehen? ja, es ist für mich nicht ganz so einfach, weil ich eigentlich eher introvertiert bin, aber es ist auch für mich eine gute Möglichkeit, daran zu arbeiten. Und ich komme auch jetzt seit nach 2,5 Jahren wesentlich besser damit zurecht. Und es ist auch einfach wichtig in dem Job, weil man viel netzwerken muss. Ein gutes Netzwerk ist einfach das Wichtigste. Aber ich hatte so auch das Glück dadurch, dass die Firma ja schon so lange gibt, auch ein bestehendes Netzwerk zu haben und da auch durch meine Mutter oder meine Eltern integriert zu werden. Wir haben auch zu vielen Locations, Künstlern und auch unseren Kunden sehr gute Verhältnisse. War es für mich ein sehr angenehmer Einstieg in das Ganze und konnte ich am Anfang dann auch viel üben, sage ich mal. Und ja, jetzt komme ich da auch ganz gut alleine zurecht. Gibt es denn da so einen Bereich, weil so wie du es jetzt beschreibst, sind das sehr viele Bereiche, die ihr auf einmal abdeckt. Gibt es einen Bereich, den du besonders gerne magst? Was ich sehr gerne mag, weil ich es einfach immer wieder spannend finde, ist Location-Recherche, weil sich diese unterschiedlichen die unterschiedlichen Arten von Locations anzuschauen, das ist einfach immer super und was man da alles kennenlernt und sieht,
mag ich einfach sehr gerne. Wenn du auch gerade sagst, du hast halt dieses Bewegte in diesem Eventbereich, gibt es noch etwas, was du machst, um den Fokus so ein bisschen wieder zu dir zu bekommen? Ja, also ich mache regelmäßig Yoga, mache ich. Und das hilft mir da eigentlich auch ganz gut. Und es ist halt auch dieses tägliche Spazierengehen mit meinem Hund hilft mir auch immer, weil wir wohnen ja auch recht nah an dem Wald. Und dann komme ich da immer nachmittags eine Stunde im Wald spazieren gehen. Das tut immer sehr gut auch. Ja. Gibt es denn für dich auch privat, sage ich mal, so einen Motivationsspruch oder etwas, womit du dich immer wieder motivieren kannst, immer weiterzumachen? Direkt einen Spruch gibt's nicht, ne. Oder ein Mantra? Ne, sowas habe ich eigentlich nicht, weil für mich ist es, einfach ich will einfach irgendwo vorwärts kommen, weil es ist für mich mein Unternehmen, meine Firma. Es ist für mich auch meine Zukunft und ohne mich wird daraus nichts. Und das ist einfach so meine Motivation, dass alles, was ich aufbaue oder was ich erreichen kann, durch meine Leistung kommt. Hm, das ist, Motivation genug, glaube Ja. ich. Ja, cool. Wo sind wir denn heute? Wir sind heute im Smart Village Woher in kennst du das? Bogenhausen. Ich habe das auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt. Also ich war das erste Mal vor 2 Jahren hier bei einer Mais-Netzwerkveranstaltung und fand es sehr cool hier. Es hat Mhm. mir sehr gut gefallen, weil dieses farbenfrohe Konzept und auch die Leute hier einfach super nett sind. Und das Konzept ist einfach, finde ich, mal was anderes als die sonstigen Tagungslocations, wo man hat, diese sterilen Räume immer in den Hotels. Also, ich merke schon, du magst es gerne ein bisschen bunter und ein bisschen ausgelassener. Ja, Wie ist es denn, wenn ihr zum Beispiel so Events macht, hast du dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen über, sage ich mal jetzt zum Beispiel auch die Musikgestaltung oder sowas, eine Hand drauf zu legen? Hast du da so ein persönliches Faible für etwas? da richtet man sich immer ganz nach dem Kunden, was der Kunde haben möchte, aber äh, da sind wir auch immer offen. Ich schaue halt, dass ich halt dann da Künstler vermittle oder Dienstleister vermittle, wo ich weiß, mit denen klappt es, wo ich auch ein gutes Gefühl habe. Meistens auch welche, die ich halt kenne aus meinem Netzwerk. Das ist halt etwas, was sehr wichtig auch in der Branche ist, dass du ein Vertrauen zu deinen Dienstleistern hast und gut mit denen zusammenarbeitest. Heißt auch privat dann zum Beispiel mal einfach auf die Events gehen oder sich die Künstler anhören? Kommt auch manchmal vor, ja. Mhm. Was hörst du denn gerne privat für Musik? Da bin ich eigentlich ein bisschen 'n Allrounder, aber hauptsächlich eigentlich, Drum and Bass, sowas in die Richtung. Was findest du geht gar nicht? Deutschrap. Ganz klar. Ganz klar Deutschrap. Wie hat sich denn der so entwickelt? Ach, ich weiß nicht, das ist einfach nicht meine Welt. Mhm, verstehe. Dieser moderne Deutschrap ist nichts für mich. Ich meine, du bist ja jetzt 29. Du bist ja dann eigentlich sehr früh jetzt in etwas sehr Großes reingeworfen worden. Ja, Du hattest davor, war das mit dem Elektriker, das war so dein Traum davor gewesen. Und das hatte sich dann über Corona so ein bisschen abgeflacht. Erzähl gern mal, es wie dieser Change hm, kam. es war nicht mein Traum. Ich habe, das einfach nach der Schule habe ich damals einfach ein bisschen rumgejobbt und Geld verdient, weil ich mir da auch schon unsicher war, was ich mal machen möchte. Und dann habe ich da bei einem Elektriker mitgearbeitet und fand das eigentlich recht interessant. Habe dann aber da während der Ausbildung schon gemerkt, dass das eigentlich nicht so wirklich das Richtige für mich ist. Aber wollte zumindest die Ausbildung fertig machen, damit ich halt zumindest meine Basis habe. Und neu orientieren kann man sich danach immer noch. Mhm. Es kommt immer ganz drauf an, wie man sich das gestaltet dann auch, sage ich. Aber ich habe dann auch in diesem Beruf verschiedene Bereiche durchlaufen. Ich habe in der Sicherheitstechnik gearbeitet. Letzten Endes habe ich dann im technischen Facility Management gearbeitet. Und auch da gab es schöne Zeiten, es gab schlechte Zeiten, aber das ist in jedem Berufsfeld so. Aber für mich war irgendwann die Entscheidung einfach, da ich mich in diesem Beruf nicht wirklich weiterentwickeln konnte, weil für mich kam Meister oder Techniker nicht in Frage, weil mich die Elektrotechnik nicht so wirklich interessiert hat und dann macht es auch keinen Sinn, wenn dich etwas nicht interessiert, das zu lernen. Und somit kam dann die Entscheidung für mich einfach mit Corona dann auch, weil da gerade viel Arbeitsausfall auch bei uns war, kam für mich einfach die Entscheidung, ich suche mir jetzt was Neues. Und so kam das dann halt zustande.
dass ich da durch Zufall in die Firma von meinen Eltern reingerutscht bin, nachdem ich mich jahrelang gewehrt habe. Gibt es denn da irgendwas, was du jungen Menschen mitgeben möchtest, wenn sie eben auch vor diesem Schritt stehen, etwas Altes aufzugeben, um etwas Neues anzufangen, Wagt aus es, deiner Erfahrung? wagt es, weil was Neues zu erleben, was Neues auszuprobieren, ist immer gut. Weil ob, ob es am Ende einem gefällt oder nicht, das merkt man dann schon. Aber man hat eine neue Erfahrung gewonnen, die einem langfristig auch hilft. Weil wenn man es nicht macht, weiß man nie, wie es ist. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich jetzt sagen, wenn du da zurückgehen könntest? Trau dich. Einfach sich trauen, was Neues zu machen. Privat, hast du da irgendwelche Pläne, wo du sagst, das will ich jetzt dieses Jahr angehen? Ja, mehr Sport wieder machen. Das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall für dieses Jahr. Nur Tennis oder noch was Neues dazu? Ich fange jetzt mal mit Tennis an, aber brauche noch einen zweiten Ausgleich vermutlich dazu und da mal schauen, was ich da noch machen möchte. Gibt es denn da noch was, wo du sagst, das steht jetzt noch auf meiner Bucketlist, ich traue mich noch nicht, aber irgendwann vielleicht? Nee, ich habe keine Bucketlist. Einfach machen, Ja, einfach machen. das ist auch gut. Ja. Ich bin immer sehr offen für das, was kommt. Ja. Ja. Ja, ansonsten privat zu dir noch, wie zum Beispiel, wenn du jetzt so viel unterwegs bist, wie schaut es bei dir so aus? Bist du jemand, der zum Beispiel gerne dann kocht, wenn er zu Hause ist? Oder bist du jemand, der sagt, okay, das ist nicht so mein Fall, weil ich durch Event schon das ganze tolle Essen bekomme? Nee, ich koche auch ganz gerne zu Hause, aber ich gehe auch gerne essen, muss ich auch sagen. Und es ist halt auch für mich immer schön, mal die Abwechslung zu haben zwischen Kochen und mal essen gehen, mal selber genießen, aber auch mal selber machen. Schön. Und hast du eine spezielle Küche, die du da magst? Ich bin ein sehr großer Fan von asiatischer Küche. Was ist dein Lieblingsdessert? Mein Lieblingsdessert, das ist aber eher was Italienisches, das ist nämlich Tiramisu. Ich bin ein sehr großer Tiramisu-Fan. Ne? Das ist super. Das mag ich auch sehr gerne. Was war für dich die größte Herausforderung in deinem Leben bisher und wie bist du damit umgegangen? Eine der größten Herausforderungen dabei war für mich vor allem auch die Umstellung vom Angestelltsein zur Selbstständigkeit. Weil als Angestellter hat man es einfach ein bisschen bequemer und als Selbstständiger muss man sich zum Teil halt auch einfach selber die Arbeit suchen. Weil du hast an sich immer was zu tun, aber du musst dich auch selber strukturieren, du musst sehr diszipliniert sein auch. Weil bei uns ist also, wir haben unser Büro auch zu Hause und da die Disziplin aufzubringen, immer dabei zu sein und auch fokussiert auf der Arbeit zu sein und auch wenn man mal das Gefühl hat, es gibt jetzt nicht so viel zu tun oder ich könnte jetzt ein bisschen ruhiger machen, da die Disziplin zu behalten und weiterzumachen und sich seine Aufgaben zu suchen, war eine sehr schwere Umstellung für mich auch. Wie hast du das für dich bewältigt? Ich habe sehr stark an mir gearbeitet. Ich hatte auch sehr gute Unterstützung durch meine Eltern auch einfach. Und einfach diese Umstellung, ich arbeite immer noch an mir. Also ich habe es auch noch nicht perfekt raus, sage ich mal. Aber es fällt mir wesentlich einfacher, weil halt einfach, wie auch vorhin schon gesagt, meine Motivation ist halt das, was ich mir erarbeiten möchte, das kommt durch meine Leistung. Also du siehst dich da selber als dein Maßstab. Sozusagen, ja. Ja, das ist eine starke Überzeugung. Ja, weil es sind meine Ziele und ich bin jetzt halt an der Umsetzung meiner Ziele komplett verantwortlich dafür und muss halt dementsprechend dann auch dafür arbeiten. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und deine Offenheit. Also Danke. wir sind ja jetzt auch echt tief in die Thematik eingestiegen und ich glaube, da können auch viele wieder draus was mitnehmen. Ich hoffe es. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Danke, Christian. Ich sage auch vielen Dank.